Hallo Freunde, es ist soweit. Indiana Jones Teil 5, Rad des Schicksals oder auf Englisch Dial of Destiny, ist in den Kinos gestartet. Ich habe den Film aktuell noch nicht gesehen, deswegen jetzt keine Spoiler in diesem Video, aber ich möchte euch nochmal zeigen, was ich jetzt alles an neuen Indiana Jones Merchandise Sachen bekommen habe, denn es hat sich schon wieder was in meiner Sammlung getan. Ja Leute, bevor ich euch einen kurzen Überblick gebe, was neu in meiner Indiana Jones Sammlung gelandet ist, möchte ich euch einen kurzen Ausblick geben. Ja, es wird sich einiges tun. Wer meinen Instagram, Facebook oder auch die Community-Tabs hier verfolgt, der weiß, ich bin gerade mein Toy Room, mein Man Cave am Umbauen, am Umräumen. Es ziehen neue Regale ein. So langsam kommen die Kisten aus dem Keller wieder vom Dunkel ins Licht. Und die Sachen werden alle jetzt schön einsortiert und macht euch auf ein Roomtour-Video gefasst, was innerhalb der nächsten paar Wochen wahrscheinlich gefilmt wird und online geht. Das ist ein kurzer Ausblick. Ansonsten, wie gesagt, gibt es am Ende von diesem Video wieder eine Frage von euch an mich, die ich beantworten werde. Und ich würde sagen, in dem Sinne fangen wir direkt an mit den Neuheiten zu Indiana Jones. Ich habe hier ein paar Sachen vor mir auf dem Tisch liegen. Anfangen möchte ich mit einer Figur aus der Adventure-Serie, die bei mir eingezogen ist. Eine weitere Indiana Jones-Figur, und zwar ist das Indiana Jones Map Room. Das ist auch wieder aus Jäger des verlorenen Schatzes, also aus dem ersten Teil, wo Indiana Jones in dem Map Room, also in diesem Thronraum ist, wo er abgeseilt wird von Salah, den Stab dann quasi einsteckt und dann halt sieht, wo die Lade sich befindet. Ja, die Figur sieht sehr, sehr schön aus von der Verpackung her. Ich packe die hier erstmal nicht aus, weil ich mag das halt hier, diese Artworks. Guckt euch mal das Artwork hier wieder an. Ich finde das total klasse. Und wenn man die im Regal nebeneinander stellt, Leute, das macht richtig was her. Und seid gewiss, ich habe schon ein paar jetzt hier bei mir in den Regalen einsortiert. Das sieht richtig cool aus und das werde ich euch auch alles zeigen. Als Zubehör, ganz kurz, hat er noch dabei, er hat ein Seil dabei, er hat eine Schaufel dabei, er hat ein Tagebuch dabei und er hat natürlich den Stab dabei mit dem Amulett oben, was dann halt, wo halt die Sonne durchscheint und dann halt den Strahl dorthin legt, wo die Lade zu finden ist. Hier eine sehr schöne Figur. Die kosten ja alle so um die 29 Euro. Es sind noch ein paar weitere im Zulauf. Also die werde ich mir, soweit es geht, alle holen. Und hier muss ich sagen, finde ich die Verpackung von Hasbro richtig cool. Also ich gewöhne mich daran. Ich brauche hier eigentlich keine Blisterverpackung, wo die Figur vielleicht so ein bisschen rumfällt oder so, sondern ein geschlossener Karton. In der Aufmachung finde ich sehr, sehr schön. Hat Hasbro gute Arbeit gemacht. Was meint ihr dazu? Lieber ein Blister oder lieber halt, ja, Mystery Pack nenne ich es mal. Schreibt es mal in die Kommentare. Ja, mit Figuren im Blister geht es weiter, denn ich habe hier zwei neue Figuren bekommen, und zwar einmal aus der Retro Collection Indiana Jones and the Last Crusade, also Indiana Jones und der letzte Kreuzzug, habe ich den Indiana Jones bekommen, der hat mir ja noch gefehlt, wieder auf der schönen Vintage angehauchten Karte, wie die Figuren von Jäger des verlorenen Schatzes damals in den 80ern rausgekommen sind. Ich habe ja schon mal ein paar Videos zu Indiana Jones gezeigt, wo ich auch die vorangegangenen Figuren schon vorgestellt habe, die in meiner Sammlung sind. Werde ich euch am Ende auch nochmal einblenden, dass ihr da vielleicht nochmal draufklickt, solltet ihr sie nicht gesehen haben, und euch die Videos auch nochmal anschaut. Ansonsten hier auch wieder ein schönes Bild von Indiana Jones auf dem Motorrad. Alles aus Teil 3. Die Figur hat diesmal den Gral dabei, den einfachen Kelch eines Zimmermanns und eine Pistole, hat eine Umhängetasche dabei und hat im Gegensatz zu der Figur, die es schon gibt, die auch im gleichen Design ist, noch eine Krawatte an. Die hatte er dann in der anderen Figurenausfertigung nicht gehabt. Finde ich sehr, sehr schön. Die zweite Figur, und somit erstmal dann habe ich ein Fullset von diesen Figuren, denn bisher ist mir nicht bekannt, dass es weitere Figuren gibt, habe ich hier halt auch Dr. Henry Jones Sr. bekommen. Ja, also Sean Connery in der Rolle als Indiana Jones Vater aus der letzte Kreuzzug. Und die Figur hatte ich auch schon mal in einem anderen Video angeteasert. Ist sehr, sehr schön. Hat einen Regenschirm dabei, den er in diesem Film halt auch sehr intelligent einsetzt, sage ich mal. Finde ich sehr, sehr schön. Auf der Rückseite nochmal ist noch Salah mit abgebildet,
den habe ich ja schon. Das sind die 3 Figuren, die es für oder aus der Reihe Letzte Kreuzzug anscheinend gibt von Hasbro. Ja, wieder mit dem Kenner-Logo, wie es früher auch war, versehen die Karten. Relativ stabile Karten im Gegensatz zu den Star Wars Retro Collection Karten. Aber all das habe ich schon in den anderen Videos erwähnt. Also wie gesagt, wenn ihr die nicht gesehen habt, klickt mal da rein. Und wir machen jetzt mit der nächsten Figur weiter. Junior? Nein, bitte, nenn mich nicht so. Ja, die Funko Pops, was soll ich sagen? Sie haben sie mir eigentlich ja nicht angetan, aber bei Indiana Jones bin ich schwach geworden. Ich möchte euch hier jetzt erstmal Henry Jones Senior zeigen, also auch hier Harrison Fords Vater, gut gerettet, Sean Connery als Henry Jones Senior, als Funko Pop Figur. Finde ich auch sehr, sehr schön. Auch die Brillengläser, weiß nicht, das sieht man wahrscheinlich in dem Video nicht, die Brillengläser sehr schön ausgearbeitet, hat den Hut auf, hat die Tasche mit dem Regenschirm wieder dabei. Finde ich sehr, sehr schön, diese Figur. Der wandert so in meine Sammlung. Dann geht es weiter mit einem Indiana Jones. Den hatte ich noch nicht gehabt. Also wie gesagt, Indiana Jones Figuren hatte ich noch keine bisher von den Funko Pops. Das ist jetzt mein erster. Indiana Jones mit Lederjacke, mit Umhängetasche. Finde ich auch sehr, sehr schön. Auch hier die Seite nochmal. Ja, also die Funko Pops haben es mir bei Indiana Jones irgendwie angetan, denn hier ist der nächste Indiana Jones. Ja, Indiana Jones diesmal ohne Lederjacke, dafür halt mit dem altbekannten beigen Hemd und der Umhängetasche. Ja, sieht aus wie Indiana Jones halt aus der Tempel des Todes. Ja, hat allerdings halt beide Ärmel noch dran. Normalerweise hat er den einen Ärmel abgerissen gehabt. Aber trotzdem wandert der so in meine Sammlung. Und dann, was ich besonders schön finde, das ist die Figur aus Indiana Jones und der Tempel des Todes als Funko Special Edition Figur. Ja, den gibt es anscheinend nicht überall oder ist irgendwas Besonderes, vielleicht etwas Selteneres. Hat die Peitsche in der Hand und hat die Machete in der Hand. Sieht man hier sehr schön. Ja, und hat auch Kampfspuren im Gesicht, hat hier eine rote Backe. Ja, finde ich sehr, sehr schön. Auch der ist in meine Sammlung gewandert. Also 3 Indiana Jones Figuren jetzt bekommen plus Indiana Jones Vater. Was will man mehr? Unsere Situation hat sich nicht verbessert. So, weiter geht's mit Funko. Ich habe hier ein Funko Kartenspiel. Ja, das habe ich ja in der letzten Folge schon mal, wo ich die 30 Jahre Jurassic Park Figuren vorgestellt habe. Da habe ich das Ganze ja von Star Wars bekommen. Ja, das war dann bei EMP. Beim gewissen Bestellwert konnte ich mir dieses Teil von Star Wars umsonst mit dabei packen. Der hier hat mich jetzt 10 Euro gekostet. Ist ein Kartenspiel plus eine Funko Pop Mini-Figur. Ja, es ist sowas Ähnliches wahrscheinlich wie Uno, sage ich mal. Ja, und dann packe ich gerade noch dabei, ja, einen Indiana Jones Schlüsselanhänger, ebenfalls von Funko. Auch der ist in meine Sammlung gewandert. Hat mich, glaube ich, 6 Euro oder 5 Euro, 4,99 oder sowas gekostet. Ja, und deswegen habe ich da auch gerade mir mal 2 Stück von besorgt. Und es ist die gleiche Größe von der Figur, aber ein anderes Design, wie man sieht. Ja, der kleine Schlüsselanhänger hier hat eine Peitsche in der Hand und hat keine Jacke an. Er hat auch wieder nur das beige Hemd und er hat die Peitsche in einer anderen Position und hat noch die Lederjacke mit dabei. Finde ich sehr, sehr schön. Ja, und eine coole Ergänzung zur Indiana Jones Sammlung. Ja, und dann hat mich was erreicht, was mich sehr gefreut hat, nämlich der Stefan hatte mich auf Facebook angeschrieben über den Facebook Messenger und hat gesagt, hier guck mal, das könnte was für dich sein, habe ich auf dem Flohmarkt gefunden und ich habe gesagt, ja, das ist was für mich, finde ich total cool. Er sagte, willst du es haben, ich schicke es dir zu. Ich habe gesagt, ja, was möchtest du dafür haben? Ja, und er sagte nichts, auch nicht mal das Porto, er möchte es mir einfach zuschicken als Channelspende. Leute, ich bin immer wieder geflasht, ja, wie geil diese Community ist. Stefan, vielen Dank dafür, ja. Was er mir geschickt hat, ist, oder was er gefunden hat auf dem Flohmarkt, eine Indiana Jones Videokassette von Paramount CIC Video. Das ist so eine Erstauflage von Jäger des verlorenen Schatzes, wie ihr seht. Da steht noch nichts von Indiana Jones drauf, finde ich total cool. Ja, ein sehr, sehr schöner Zustand. Es ist eine große Box, also nicht die kleinen Kaufboxen. Die waren ja damals ja, von der Größe ein bisschen kleiner. Ja, und auch hier die Original, ich zeige es euch gerade nochmal, die Originalhülle, weil hier habe ich noch das CIC-Video eingestanzt. Früher hat man sich noch Mühe gegeben. Ja, nicht so wie es jetzt ist bei den DVDs, Blu-rays, nicht mal ein Inlay, nichts drin. Ja, und hier nochmal die Kassette in einem sehr, sehr schönen Zustand. Ja, einwandfrei. Also wie gesagt, nochmal Stefan, vielen, vielen Dank dafür, hat mich sehr, sehr gefreut.
Ja Leute, das war mein Indiana Jones Update. Bevor wir jetzt zu der Frage aus der Community kommen, nochmal ein ganz kurzes Update, was euch auch in einem der nächsten Videos erwarten wird, denn ich habe Figuren von Super 7 bekommen, die mich richtig weggehauen haben. Es gibt schon mehrere Waves, also mehrere Serien davon. Das ist jetzt mittlerweile, glaube ich, die 4. und die 5. ist schon angekündigt. Super 7 war ich nie so ein richtiger Fan von, habe jetzt aber die Figuren mal in live gesehen und fand das richtig cool. Und die werde ich sogar auspacken und werde euch präsentieren. Also seid gespannt, ihr könnt ja mal raten, was es eventuell sein könnte. Kleiner Teaser, es handelt sich um eine Adaption von einem Film. Ich nenne es jetzt mal Action-Fantasy-Film aus den 80er Jahren. Da hat Super 7 Figuren rausgebracht und die möchte ich euch, wie gesagt, im Detail vorstellen. Also seid gespannt. Und jetzt kommen wir zu der Frage, und diesmal ist die Frage von der Melina. Und die Melina fragt nämlich, was sagen denn eigentlich deine Brüder zu deiner Sammelleidenschaft? Also die Melina hat gut aufgepasst, denn ich habe ab und zu schon meine Brüder erwähnt. Also Melina, auch ein fleißiger Verfolger meines Kanals und meiner Videos. Vielen Dank dafür. Hoffe, die Videos gefallen dir. Und was meine Brüder dazu sagen, ja, ich muss leider sagen, bei dem einen weiß ich es nicht, weil der eine den Kontakt nämlich komplett zu meiner Familie abgebrochen hat. Ja, da möchte ich nichts weiter zu sagen. Der andere wiederum, mit dem habe ich regelmäßig noch Kontakt. Sehen uns auch öfters und er findet das richtig, richtig cool. Ja, er ist immer, wenn ich ihm Fotos schicke, was ich Neues habe und so, ist er immer, oh geil, das hatten wir ja früher und oh cool, davon gibt's was und so weiter. Und dieser Bruder hat mich auch mehr oder weniger, ja eher weniger, aber doch schon in einer gewissen Richtung geprägt, denn er hat mich quasi zu dem Hobby Filme und so weiter gebracht. Ja, also er hatte früher wirklich er war so der Film nah bei uns in der Familie. Ja. Ich bin mit ihm dann auch immer in die Videothek gefahren, wie man noch als Kind in die Videothek durfte. Irgendwann durfte man es ja nur noch ab 18 generell, glaube ich. Aber früher immer mit ihm in der Videothek gewesen und die neuesten Filme ausgeliehen, geguckt, gesuchtet, Filmplakate mitgenommen und so weiter. Und er hat mich halt in dieser Filmära geprägt. Er hat sehr eine große VHS-Sammlung auch gehabt. Und bei mir ist das ein bisschen ausgeufert. Bei mir ist es halt nicht bei Filmen geblieben, sondern halt ist auch zu Figuren, zu Comics und so weiter halt ausgeufert. Aber wie gesagt, er findet das Hobby richtig cool, wenn ich ihm seinen Worten Glauben schenken darf, sage ich mal. Er freut sich auch jedes Mal, wie gesagt, wenn ich was Neues zeige und so weiter. Und wir wohnen ein bisschen weiter auseinander. Das heißt, er war erst einmal hier gewesen. Da war das Zimmer auch noch nicht so richtig aufgeräumt, aber wenn jetzt das Zimmer so fertig ist, dass ich meine Roomtour endlich machen kann, dann werde ich ihn auch mal wieder einladen, dann soll er mal hier durchs Zimmer gehen und soll mal sagen, was er davon hält. Bin schon sehr gespannt. Ja Leute, das soll es gewesen sein. Wie gesagt, die Ausblicke für die nächsten Videos kennt ihr. Wenn euch das Ganze hier gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen da, das erhöht meine Reichweite und sagt YouTube, dass mein Kanal, mein Content sehr gerne angenommen wird. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, euer Retro Raune.